Okay. Eigentlich hatte ich mir diese Woche vorgenommen, mit euch ein paar neue Self-Care-Routinen auszutesten. Also so kurze Routinen irgendwie so ein bisschen in den Alltag einzubauen. Aber naja, was soll ich sagen, mein Gehirn und mein Leben hatte andere Pläne. Und damit herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich habe mir unter anderem heute neue Medis geholt. Die packe ich jetzt hier nämlich auch gerade in mein Döschen rein. Ja, ich habe irgendwie nichts geschafft heute von dem, was ich machen wollte und wie ich es mir vorgestellt habe. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, ich habe halt so Kacksachen machen müssen, ne? Wie neue Medis holen. Ich war einkaufen. Ja, was habe ich noch gemacht? Viel mehr eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade noch die Podcast-Folgen fertig gemacht, die jetzt morgen und übermorgen online kommen. Aber ich habe nichts an Selfcare geschafft, weil irgendwie plötzlich war es so 7 Uhr und dann war ich so, okay, jetzt will ich was essen. Und jetzt ist es plötzlich 9:45. Ich habe einfach den ganzen Tag, bin ich nicht dazu gekommen zu vloggen, weil irgendwie war es ein Kuddelmuddeltag und ich habe nichts geschafft. Es ist voll der blöde Tag. Es fühlt sich auch gerade total blöd an für mich. Vor allem, weil ich eigentlich glücklich und zufrieden war. Und jetzt bin ich eher deprimiert, weil der Tag so doof war. Und ja, ich war einkaufen und habe neue Medikamente und so. Und das ist auch wichtig. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Ich mag solche Tage nicht, wo ich irgendwie so einen ganzen Tag trotzdem voll krass beschäftigt bin und super viel zu tun habe. Und dann aber am Ende des Tages irgendwie so zurückblicke und so denke, irgendwie habe ich nichts gemacht und geschafft. Und irgendwie, ja, war der Tag so unnötig. Vor allem kommt noch dazu, dass ich ganz dringend aufräumen muss. Meine Küche sieht so schlimm aus und das nervt mich so sehr. Ja, und das habe ich aber halt auch nicht geschafft und ich hatte auch keinen Bock und irgendwie, mich nervt das alles gerade. Mich nervt das alles. Und ich bin auch eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, jo, dann reicht das jetzt aber auch mit dem Tag und lass mal jetzt ins Bett gehen. Und gleichzeitig denke ich mir so, nein. Erstens will ich eigentlich noch was machen und noch was schaffen. Zweitens weiß ich aber, ich werde nicht mehr wirklich was machen und nichts mehr schaffen, weil ich auch keinen Bock mehr habe und nichts wirklich zu tun habe, was jetzt nicht so ewig lange brauchen würde. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade deprimiert, obwohl ich eigentlich heute Morgen extrem motiviert angefangen habe, den Vlog zu starten. Aber dann ist der Tag dazwischen gekommen. Was soll ich sagen? Sie sind auf jeden Fall wieder voll, das ist schon mal schön. War komplett reibungslos dieses Mal. Ich musste nichts strecken, ich musste keinen Tag ohne. Ja. So viel dazu, werden wir dann aber ab morgen versuchen, einfach immer mal so ein paar kurze Self-Care-Routinen zu testen und zu gucken, ob wir die so zwischendurch einschieben. Ich habe bewusst mich auch entschieden, jetzt nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt voll die krasse Self-Care-Routine, sondern so kurze Sachen, wo man so einfach mal so 5 Minuten oder so, vielleicht auch mal ein bisschen länger, wenn man Zeit und Lust hat, sowas in den Alltag einbaut. Und eigentlich wäre genau heute ein Tag gewesen, wo genau das sehr wichtig gewesen wäre. Und klar, ich könnte es auch jetzt noch machen, aber da sehe ich mich ganz ehrlich heute nicht mehr. Mal schauen, wie wir das diese Woche so schaffen. Macht gerne mit. Entweder wisst ihr vielleicht schon eure Self-Care-Routinen, die ihr so macht und macht die, oder ihr probiert die aus, die ich mache, oder ihr sucht euch eigene raus. Aber Self-Care ist eben wichtig, deswegen macht gerne mit, probiert es gerne mal aus. Es hilft bestimmt. Habt ihr gerade gesehen, wie ich draußen war mit Pablo und wie ich eigentlich echt zufrieden war und wie es mir echt gut ging? Jetzt bin ich gerade einfach nur noch sauer, weil dieser komische Hausmeister, immer wenn der mich draußen sieht, ist das für ihn eine Einladung, sich mit mir zu unterhalten. Ich zeige nicht, dass ich mich unterhalten möchte. Ich habe eine Körpersprache, die ganz klar sagt, geh weg, lass mich in Ruhe, sag mir auch nicht Hallo. Dieser Mann geht straight auf mich. Denkt dran, ich bin gerade aufgestanden. Ich bin krasser Morgenmuffel und will draußen sowieso nicht mit Menschen reden, ja? Habe ich übrigens auch im Podcast schon drüber gesprochen.
schaut's gern rein, dass nur weil ich draußen bin, ich nicht ready dafür bin, mit dir zu reden. Nur weil ich draußen bin. So. Wenn man mir unbedingt Hallo sagen muss, dann ist das allerhöchste der Gefühle. Das mache ich dann auch nicht von mir aus. Ich reagiere und ansonsten lass mich bitte einfach in Ruhe. Und wenn ich auf dich zugehe oder dir vielleicht auch offensichtlich signalisiere, jo, mir geht's gut, ich habe heute Lust zu reden, ja, dann kannst du mich auch ansprechen. Aber wenn ich auf den Boden gucke und ganz offensichtlich nicht mit dir reden will und auch im Gespräch kurz und genervt antworte, weil ich mich nicht mehr zurückhalten kann, wirklich, der kommt auf mich zu und sagt Hallo und ich dachte so, ja, hallo, okay, du kennst mich halt jetzt auch persönlich, das ist jetzt halt nicht irgendeine random Person, die an mir vorbeigeht. Wir waren so kurz vor der Haustür. Wäre ich so eine Minute eher da lang gelaufen, hätte ich diesem Gespräch aus dem Weg gehen können. Und dann so, ja, ich habe von deinem Vermieter, erstmal hat er mich geduzt, wo ich auch so war, aha, so, wann machen wir das so? Ja, habe von deinem Vermieter das Angebot bekommen, dass ich das Bad mal angucken kann, weil die das bei mir vielleicht dann genauso machen. Und ich war so, aha, cool, dass das angeboten wird, dass jemand in meine Wohnung einfach kommt. So, was soll das? Was soll das? Also es war ja letztens, mein Vermieter und die ehemaligen Eigentümer hier da, um sich das Bad anzugucken. Aber da hat er mich vorher gefragt und hat mir eine konkrete Zeit gegeben. Er kann doch nicht einfach irgendwelchen Menschen anbieten, sich mein Bad anzugucken. So, und was hätte ich jetzt in der Situation sagen sollen? So, nee, ich hasse das, wenn Menschen ja, wann bist du denn nachmittags immer da? Ich so, ja, weiß ich nicht, ist unterschiedlich. Ich weiß doch nicht, wann ich da bin. Sag mir, ich möchte dann und dann vorbeikommen. Jetzt hat er gesagt, jetzt will er mich dann versuchen anzurufen. Ich werde nicht rangehen. Werde ich nicht. Mich kotzt das an. Wirklich. Es gab auch Zeiten, da hätte ich mir jetzt den kompletten Tag davon vermiesen lassen. Und es fällt mir auch gerade sehr schwer, mich davon zu distanzieren, weil ich hasse Menschen einfach. Hasse Menschen. Ich wollte euch noch ein kurzes Update geben. Ich habe gerade so drüber gerantet, dass Menschen so scheiße sind und ich alle hasse. Aber es hat gerade auch ein Mensch geschafft, mich ein bisschen wieder aufzumuntern, mich zum Lächeln zu bringen und mir Energie zurückzugeben. Und ich fange jetzt an zu arbeiten. Habe ich irgendwie heute Morgen nicht mitgerechnet, bin ich ehrlich, wirklich nicht. Und es ist jetzt auch nur eine Stunde später. Ich dachte jetzt irgendwie 2, aber nee, es ist ungefähr eine Stunde später. Bisschen mehr. Ja. Ist es auch eine Art von Self-Care, wenn man sich seiner Social Anxiety stellt? Schon, oder? Selbst wenn nicht, ich muss es jetzt trotzdem machen, ich muss jetzt telefonieren. Ich versuche schon seit fast einer Woche einen Therapeuten zu erreichen, der immer nur zwischen 15 und 15:30 Uhr anrufbar ist. Und ich habe schon 2-mal angerufen und da ist halt niemand rangegangen. Und ansonsten habe ich mir immer eine Erinnerung gestellt und ich habe es immer vergessen. Ich habe immer kurz vorher dran gedacht und dann doch wieder vergessen. Oder ich war dann zu spät und weil ich es komplett vergessen habe. Egal. Ich mache das jetzt. Ich habe tatsächlich gestern gar nicht so ein Problem. Also gestern habe ich es tatsächlich geschafft anzurufen, aber ein bisschen zu spät. Ich war erst um 15:25 Uhr oder so und da hieß es dann schon, ja, ist außerhalb der Gesprächszeit. Wo ich so war, nee, angeblich nicht. Und gestern war ich mehr in Telefonierlaune und generell sozialer Laune und nach dem Start heute Morgen eigentlich gerade gar nicht. Aber egal, ich mache das jetzt. Hallo, hier ist, ich bin auf der Suche nach einem Therapieplatz und wollte fragen, ob Sie noch freie Plätze haben oder irgendwie eine Warteliste oder so. Okay, ja, dann machen wir das so. Oh, Entschuldigung, mein Hund ist gerade. Ja, danke schön. Tschüss. Das war keiner unangenehm. Der hatte immer so, wenn ich noch am Reden war, die nächste Frage gestellt und war irgendwie so leise und ich habe das nicht gehört und dann war ich so, was willst du von mir? Jetzt zum Schluss hat er auch was gesagt. Ich so, ja, mein Hund bellt gerade und er hat weitergeredet. Und dann hat er ein neues Thema angefangen und ich war so, war das jetzt wichtig für mich? Ich habe kein Wort verstanden. Well, ich bin jetzt auf so einer Kontaktliste. Höchstwahrscheinlich kann er sich, aber wird halt kein Platz frei. Keine Ahnung, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Er hat irgendwie keine Warteliste, sondern irgendwie diese Kontaktliste, was aber ja irgendwie auch eine Warteliste ist. I don't know. Das war mal wieder wenig erfolgreich. Erwartet habe ich jetzt nicht wirklich was anderes.
Geht es mir jetzt besser? Nein. Eigentlich müsste ich jetzt Self-Care machen, damit es mir besser geht. Aber da sehe ich mich gerade auch nicht. Das ist mir gerade zu anstrengend. Weiß nicht. Ich habe ja zwischenzeitlich gedacht, dass ich Energie zurückgewonnen habe heute, aber nee. Das war so ein kurzer Schub, aber ich bin heute bin gerade so kurz davor zu sagen, okay, geil, ich gehe ins Bett, mache von da so ein bisschen entspanntes Zeugs, aber ansonsten mache ich heute nicht mehr viel. Aber eigentlich möchte ich gerne den Podcast aufnehmen. Ich glaube nicht, dass das heute sinnvoll ist. So, Podcast ist aufgenommen. Ich sitze jetzt hier, ziemlich motiviert sogar. Ich habe mir hier ein bisschen Wasser geholt, ein bisschen provisorisches Werkzeug, einen Lappen und Wattestäbchen und werde mich jetzt meiner Tastatur widmen. Ich habe den ganzen Morgen ohne Tastatur hier Dinge getan und immer wieder wollte ich was eintippen und war so, man weiß, Leute, wirklich, ihr checkt nicht, für was ihr alles eure Tastatur braucht. Also, natürlich, wenn man ein Dokument tippen will oder keine Ahnung. Aber dann möchtest du plötzlich was bei ChatGPT gucken und denkst so, kann ich nicht. Dann möchtest du in die YouTube-Suche was eingeben, kannst du nicht. Dann möchtest du von deiner Speicherkarte dein Video importieren und möchtest, Ctrl-C, Ctrl-V machen, kannst du nicht. Kannst auch nicht verschiedene Clips einzeln auswählen, weil du hast nur deine Maus. Dann möchtest du dein Podcast-Skript ausdrucken und dir fällt ein, den Satz, da möchte ich noch was ergänzen. Kannst du nicht. Stressig, wirklich stressig. Deswegen und sowieso auch jetzt zum Schneiden brauche ich es halt allerspätestens definitiv. Und da wir mitbekommen haben, dass ich ein bisschen Stress habe. Es ist übrigens 14 Uhr. Ich bin echt kacke in der Zeit, aber gleichzeitig doch relativ gut eigentlich. Sagen wir 1 Stunde fürs Tastatur sauber machen. Hoffe, dass es nicht wirklich länger dauert. Am besten sogar kürzer ist. Und dann kann ich anfangen mit Schneiden. Und das kann ich, wenn ich durchziehe und es gut läuft, in 2 Stunden fertig haben. Würde bedeuten, ich wäre tatsächlich mit dem Schnitt vorm Treffen fertig. Habe sogar noch Puffer. Ich muss so, keine Ahnung, zwischen 18:30 und 19:30 los. Und könnte das dann in der Zeit exportieren. Und wenn ich wieder da bin, mich dann eben um Thumbnail kümmern und Upload und bla bla. Und dann läuft alles. Drückt mir also doll die Daumen, bitte. Vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, gleich wieder eine Tastatur zu haben. Werden wir jetzt gemeinsam mal live testen, ob das jetzt funktioniert. Okay, sie wurde auf jeden Fall erkannt, aber das war sowieso die ganze Zeit kein Problem. Ich mache jetzt mal ein Video-Play und da war nämlich heute Morgen ein Problem, dass das dann die ganze Zeit, egal. Durchweg positiv darstellen und sagen, okay, damit... Es scheint zu funktionieren. Nice. Okay, cool. Das heißt, ich werde jetzt den Podcast schneiden. Ja, ich werde jetzt den Podcast schneiden. Der Podcast ist gedreht, fast hochgeladen. Also es ist gerade alles dabei. Das heißt, es kommt morgen alles pünktlich. Und ich habe es sogar geschafft, noch ein bisschen mehr Self-Care in meinen Alltag zu bringen. Ich habe nämlich, das war gar nicht so geplant, aber im Nachhinein dachte ich so, voll gut. Ich musste halt mit Pablo raus, wir haben eine kleine Runde gemacht und dann habe ich mir meine Kopfhörer aufgesetzt und habe mein neues aktuelles Lieblingslied laufen lassen in Dauerschleife. Ja, und bin ein bisschen abgegangen draußen. War mir ein bisschen egal, war auch ein bisschen peinlich, weil mich manche Leute so gesehen haben, aber egal, ich habe es sehr gefühlt. Und jetzt bin ich unglaublich müde, aber auch gleichzeitig motiviert. Aber auch sehr müde. Deswegen, vor allem morgen ist Content mit Maurice geplant. Und das schon vormittags. Deswegen glaube ich, wäre es sinnvoller, heute ein bisschen früher ins Bett zu gehen und jetzt nicht noch mehr weiterzumachen. Deswegen, ich
gucke jetzt noch ein bisschen was. Es ist gerade mal 9 Uhr, also ist jetzt auch noch nicht so spät. Aber ich gucke jetzt noch irgendwie 1, 2 Videos. Ich gucke halt, dass der Upload hier jetzt läuft und ich nicht morgen aufstehe. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann werde ich mich ins Bett begeben. Wir haben gerade ein Eichhörnchen gesehen. Das war ganz nah, das war so süß. Hat mich direkt zum Lachen gebracht. Aber ich muss sagen, Leute, es ist viel zu früh für mich. Okay. Kumo. Ich sehe so aus, als hätte ich einen sehr anstrengenden Tag hinter mir. Und habe ich auch. Und das, obwohl Maurice und ich gestern gar nicht gedreht haben. Sonst hättet ihr es nicht gesehen. Ich weiß, wir sind alle sehr enttäuscht. Aber wir hatten gestern Mittag irgendwann noch geschrieben. Wir hatten beide nicht wirklich Bock. Er hatte auch noch Kopfschmerzen und haben gesagt, nein, komm, ganz entspannt, dann verschieben wir das auf nächste Woche, wenn er vielleicht auch einen Tag frei hat und dann... Ich habe einfach gerade die Tür zugemacht, damit keine Katze rauskommt. Sitzt einfach eine Katze auf der Fensterbank. Die wollen mich doch verarschen. Alles gut, Carlo. Ja, war klar. Ha. Ich habe von geträumt, dass ich eine Tablette vergessen habe zu nehmen. Und das voll schlimm war und ich dann 4 am nächsten Tag genommen habe, bla bla. Und das war voll die Vollkatastrophe. Und dann bin ich heute Morgen so aufgewacht und war so, hast du gestern Abend die letzte genommen? Ich glaube nicht. Vielleicht aber auch doch. Nope, I didn't. Ja gut, passiert. Ist jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, 2 Wochen, glaube ich. Deswegen, ich finde, das ist in Ordnung. Nicht perfekt, aber es ist in Ordnung. Genau. Ich habe mein Konzept ein bisschen umgeworfen. Das heißt, es wird jetzt in diesem Vlog ein bisschen kudli-mudli und ein bisschen nicht ganz optimal, aber ich glaube, dass es trotzdem cool wird. Und zwar möchte ich das so machen, dass ich euch in der Podcast-Folge jeweils am Freitag erzähle ich euch von einem Thema mit meinen Erfahrungen und ich versuche halt so ein paar Tipps und Tricks dabei rauszuarbeiten, die ich euch mit an die Seite gebe. Dann kommt sonntags immer irgendwie ein Tutorial-Video oder ein Empfehlungsvideo, irgendwie sowas, wo ich nochmal näher drauf eingehe und das euch nochmal gezielter erkläre. Und in dem Vlog, der dann dienstags kommt, probiere ich das alles selber aus und zeige euch, wie ich das in meinem Alltag integriere. Ist das nicht ein geiler Plan? Ich finde das richtig cool. Folgendes Problem. Ich habe, als ich diesen Vlog jetzt hier gestartet habe, das noch nicht im Kopf gehabt und wusste auch noch nicht, was das Podcast-Thema wird. Und habe deswegen jetzt halt mit diesem Self-Care-Thema angefangen. Habe jetzt aber die Podcast-Folge hochgeladen, diese, und rede da über To-Do-Listen und Aufgaben und wie man es vielleicht schafft, dass die nicht so überwältigend sind, um wirklich anzufangen. Das bedeutet, wir haben heute eine Mission. Wir haben ja noch 3 Tage. 3, vielleicht 4 Tage, die ich vlogge und in denen ich jetzt mich um meine To-Do-Liste kümmere. Ich habe da nämlich eine hübsche Vorlage vorbereitet. Die habe ich noch gar nicht auf meinem iPad. Moment, da muss ich mich erst drum kümmern. So, also ich habe diese Vorlage hier erstellt. Ich werde die jetzt erstmal Praxis testen, bevor ich ja da jetzt gleich das Video zu drehe und dann merke, dass es komplett kacke ist. Aber ich glaube, es ist ganz cool, vor allem, weil grundsätzlich ja nicht immer alles gemacht werden muss. Also ich kann euch ja noch mal einmal erklären. Also wir haben ja einmal die Main Quest, das ist halt das, was deine größte Quest des Tages ist. Das muss nicht die längste oder anstrengendste schon, das muss nicht die längste sein oder die aufwendigste so, sondern die sich für dich selber an dem Tag am größten anfühlt. Dann haben wir halt Side-Quests, das sind eben die kleineren Quests, die man vielleicht auch nebenbei machen kann oder ja einfach nicht unbedingt kurz sind, aber eben einfacher am Tag zu schaffen. Also das sind halt die Aufgaben, die im Kopf nicht so die großen Aufgaben sind. Genau. Dann haben wir hier unsere Character Stats. Das bedeutet, wir können hier halt ankreuzen oder ausmalen, je nachdem, wie motiviert wir vielleicht auch sind, wie viel Willenskraft wir haben, wie viel Motivation, was unser Energy Level ist und was unser Mana Pool ist. Also Mana Pool in dem Fall halt, wie viel Mana haben wir für unsere Skills. Wie zum Beispiel den sozialen Akku, also soziale Interaktion oder fürs Lernen oder, ne? Dann haben
Das blendet die ganze Zeit so. Ich will auch, dass ihr es seht. Dann haben wir hier unsere Buffs. Können wir auswählen, was unser heutiger Buff ist. Bei mir wäre es zum Beispiel ein Heiltrank, weil ich einen Mate trinke, weil ich ansonsten heute gar nicht in eine Pötte kommen würde, glaube ich. Alternativ kann es natürlich was Süßes sein oder generell was zu essen, vielleicht ein kleiner Nap oder Sport oder Musik hören. Gibt natürlich noch viele andere. Dann haben wir noch ein Feld für Mini-Quests, Doodles oder Notes und ein Tavern-Menü, wo wir eintragen können, was wir frühstücken, was wir zum Mittag essen, was wir zum Abendessen und was wir vielleicht snacken wollen. Wenn man halt an einem Tag nur schafft, 3 Main-Quests aufzuschreiben und der Rest bleibt leer, ist das halt vollkommen okay. Genauso, wenn du alles komplett ausfüllst. Cool, muss aber ja nicht. Das heißt, es soll halt so ein bisschen motivieren, es natürlich zu machen, aber nicht unter Druck setzen, wenn man es halt nicht macht. Also, ne, wenn ihr halt diese Vorlage euch runterladet, weil ihr es cool findet, es in einen Questlog so zu schreiben, aber ihr nutzt nie die Character Stats, weil ihr nie selber ausmachen könnt, okay, wie motiviert bin ich denn jetzt? So, oder das macht einfach generell für euch keinen Sinn. Das ist kein Problem. So, ne? Alright, ich bin fertig. Ich habe jetzt heute nicht so viel zu tun, deswegen ist es jetzt nicht so ganz so spektakulär. Aber ich habe 3 Main Quests und zwar mein Tutorial drehen, schneiden und hochladen, das ich morgen halt hochladen möchte zu dieser To-Do-Liste. Sidequests dazu sind halt meine Make-up, genau. Mein Make-up und meine Haare machen. Eventuell wollte ich mit Pablo in den Garten, dass er da ein bisschen flitzen kann und ich muss einkaufen. Das ist eigentlich schon fast eine Main Quest, aber ich habe es jetzt mal bei Side Quest hingeschrieben. Mein Tavern-Menü ist heute zum Frühstück Brötchen mit Käse, das ist schon in the making. Als Lunch gibt es ein Schokoshake, weil es dann schnell geht und ich beim Drehen nicht die Zeit haben werde. Und ich werde nämlich genau zur Mittagszeit, wenn ich Hunger kriege, werde ich so mittendrin sein und da werde ich nicht mich hinstellen und groß irgendwas zu essen machen. Dinner weiß ich deswegen noch nicht, weil ich habe wirklich nichts mehr da, deswegen muss ich wirklich einkaufen. Meine heutigen Buffs sind wie gesagt ein Heiltrank und dann halt eventuell was zu essen. Meine Character Stats sind 100% Willpower. Motivation habe ich jetzt, wie viel habe ich hier eigentlich? 2, 4, 5, 6. 5 von 6. Mein Energy Level ist 3 von 6 und mein Mana Pool ist 2 von 6. Es war nicht beabsichtigt, dass es voll anfängt und weit runter geht. Aber ja, ich habe heute echt nicht viel Mana. Das heißt, so wenig soziale Interaktion wie möglich, damit ich so viel wie möglich in mein Video stecken kann. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe gedreht. Ich glaube, es ist ziemlich cool geworden. Vor allem mein Make-up ist richtig schön geworden. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Es ist richtig smooth und ich liebe es einfach. Das sieht sehr cool aus. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt in der Kamera so rüberkommt. Ich habe vorher nämlich so eine Vitamin C Boost Matte Mask gemacht. Die mache ich sonst halt nicht, aber irgendwie hatte ich heute Bock drauf. Habe mir das drauf geklatscht. Habe in der Zeit was gesucht, was ich nicht gefunden habe. Andere Geschichte. Und ich glaube, dass jetzt deswegen das so richtig schön, also das Make-up liegt richtig schön auf meiner Haut so drauf. Also, nee, es liegt eben nicht drauf, sondern es ist, als wäre es meine Haut so. Whatever. Ist auch egal. Ich wollte was anderes erzählen. Ach genau, ich habe mir gerade nochmal angeguckt, was ich gesagt habe, weil ich nicht mehr wusste, was ich gesagt habe schon, was ich euch jetzt noch erklären muss. Und dann ist mir wieder eingefallen, was ich zum Mittag essen wollte, weil ich saß hier nämlich gerade so, also ich habe ein bisschen Hunger, ich müsste jetzt eigentlich einkaufen, weil ich habe ja nichts da. Aber ich wollte ja einen Shake trinken dann. Deswegen werde ich mir das jetzt gleich machen. Ich muss mir unbedingt meinen Questlog immer ausdrucken. Ich habe das ja jetzt auf dem iPad gemacht, weil mein Drucker nur schwarz-weiß druckt und das fand ich blöd. Aber wir können mal einmal eben schnell gemeinsam abhaken. Weil ich habe ja schon was geschafft hier. Das vergesse ich nämlich dann jetzt auch die ganze Zeit wahrscheinlich, weil ich es ja nicht sehe. Also, Tutorial drehen, check. Tutorial schneiden und hochladen leider noch nicht. Aber ich habe mein Make-up gemacht.
Ich bin gerade deprimiert, weil ich dachte, ich könnte noch was abhaken, kann ich aber nicht. Naja, ich kann mein Frühstück durchstreichen, keine Ahnung, voll unnötig, aber egal. Ja. So sieht's aus. Gewohnter Background, Ladies. Ja, es ist Sonntag. Mir geht's nicht so gut, ich bin ein bisschen platt. Ich habe aber heute Vormittag schon das Video für heute fertig gemacht. Das ist ein Tutorial über To-Do-Listen. Falls es euch interessiert, schaut gern rein. Genau, das kommt jetzt gleich quasi online und ich habe jetzt quasi Feierabend. Das hatte ich sehr lange nicht mehr. Und ich war gerade so kurz davor, einfach irgendwas anderes weiterzuarbeiten, aber nein. Ich mache jetzt was ganz Wildes. Ich werde mich jetzt hier aufs Sofa legen oder setzen. Ich werde mich setzen. Und dann werde ich ein paar Chips essen. Und dann werde ich was lesen. Ja, das werde ich tun. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das durchstehe. Vielleicht habe ich auch nach einer Viertelstunde keinen Bock mehr. But that's fine. Ich habe hier meine geliebte Wärmflasche bei mir. Und ja, es wird jetzt ein entspannter Sonntag. Deswegen habe ich übrigens auch heute keine To-Do-Liste gemacht, weil ich hatte halt heute literally nur das Video quasi